Wir wollen das Gespräch beginnen mit der Frage nach der Rezeption von Kara Walkers Werk und dabei vor allen Dingen über die Frage nach der Übertragbarkeit dieser spezifisch afroamerikanischen Diskurse in einen deutschen Kontext sprechen. Die Frage, die sich für mich so ein bisschen stellt in diesem Kontext, ist, warum diese Ausstellung zu dieser Zeit an diesem Ort? Ich war gestern noch mal drin in der Ausstellung und mit dieser Frage im Kopf, und für mich beantwortet sich die Frage innerhalb der Ausstellung nicht unmittelbar. Wie geht es euch da? Ich glaube, die Ausstellung zeigt so ein bisschen die Problematik oder was einfach gerade durch die Medien geht. Ich glaube, auch ein Teil oder ein Grund dafür, warum diese Ausstellung jetzt gerade stattfindet, ist eben wegen 2020, wegen George Floyd, wegen der Black Lives Matter Demonstration in Berlin, die irgendwie Millionen angezogen hat. Und ich glaube einfach, es gibt so ein großes Begehren so im deutschen Kulturbereich irgendwie Blackness im Moment zu thematisieren. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und andererseits denke ich immer, weiß man als Besucherin, die jetzt irgendwie nicht so viel Hintergrundinfos hat, auch gar nicht so sehr, ist es tatsächlich deswegen gewesen oder ist es irgendwie krasser Zufall? Ja. Weil ich meine, Ausstellungsprojekte werden ja auch einfach viel langfristiger geplant und dann fällt halt oft auch irgendwie in den Moment, wo tatsächlich auch die mediale Aufmerksamkeit dafür da ist. Ja. Soweit ich weiß, war die Ausstellung doch eigentlich auch für früher geplant. Also deswegen ist natürlich klar, wie du, Jeanne, sagst, dass da ein viel längerer Vorlauf war und es ja auch diesen Prozess gab, dass aus dem Archiv erstmal Arbeiten ausgewählt wurden, das zusammengestellt wurde. Das dauert wahnsinnig lange. Von daher glaube ich, dass es dann quasi diese Momente einfach zusammengefallen sind, dass dann Black Lives Matter letztes Jahr einfach passierte und ich glaube, die Ausstellung jetzt deswegen auch ein bisschen nach hinten verschoben worden musste. Also deswegen ist jetzt, glaube ich, Black Lives Matter gar nicht so der Initialpunkt für die Ausstellung gewesen, aber da kommt natürlich einiges zusammen und dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern Besuchern, Besucherinnen das so bewusst ist, dass das jetzt vielleicht nicht unmittelbar im Zusammenhang steht, aber natürlich jetzt auch nicht komplett losgelöst davon gesehen werden kann. Ja, ich glaube auch, dass das auch vielleicht die interessantere Frage ist oder so, ne, dann wirklich einfach nur die Verhandlung dessen, wo fällt die Ausstellung jetzt gerade rein oder so, ne? Ja. Also, dass wenn wir über diese Zeit sprechen, dass quasi die dann quasi ja einfach genau da reinfällt in diese Situation, mit der wir jetzt umzugehen haben. Und das ist ja vielleicht auch, warum wir hier jetzt sitzen oder warum wir so viel zu besprechen haben, weil wir vielleicht ja auch das Gefühl haben, dass einerseits diese Bewegung oder diese Welle, die jetzt irgendwie wir gerade in 2020 erlebt haben, gar nicht richtig aufgearbeitet werden kann und dann fällt das zusammen mit so einer Ausstellung, die das Thema vermeintlich aufgreift, aber deine Frage beinhaltet das ja auch, wirft die Ausstellung das wirklich auf? Also können wir überhaupt das, was hier in Deutschland 2020 passiert ist, nebendran stellen? Ne? Also, oder können wir das überhaupt miteinander vergleichen? Oder wie können wir diese Dinge zusammendenken? Und ich glaube, das ist ja dann die viel spannendere Frage. Ja, und ich fände es auch, oder nochmal so, ne, als zuschauende Person, wie kann das dann halt irgendwie mit vermittelt werden, ne? Dass wir uns jetzt gerade in dieser Zeit befinden. Also ich meine, aber wir merken ja auch als Kulturproduzenten, dass es einfach vermehrt irgendwie einen Bedarf gibt, irgendwie darüber zu sprechen. Also ich merke es halt einfach auch, dass ich viel mehr Anfragen bekomme jetzt irgendwie und dass einfach Leute speziell einfach mit mir über Blackness in Dialog treten wollen, was vorher irgendwie so nie stattgefunden hat. Ne? Also 2020 war für mich so initiating year irgendwie. Ja, voll. Ja, voll. Und das ist ja auch irgendwie so eine absurde Situation, in die man als Künstlerin geworfen wird. Und vielleicht war das auch mal eine Situation, in der sich Kara Walker oder so befunden hat, wie man jetzt damit umgeht, dass man weiß, dass man quasi jetzt gerade halt so ein Trendthema ist oder dass die eigene Identität halt damit so verknüpft wird. Es gibt halt irgendwie so von den Institutionen so eine Überkompensation im Moment, finde ich. Also was halt irgendwie natürlich toll ist auf der einen Seite, aber wirklich nicht unbedingt so eine wirkliche Veränderung und Diversität schafft, so im Team, im Museumsteam, in der Vermittlung etc. Aber ja, es gibt schon einen Trend. Also gerade ich bin seit November aus Amerika zurück und ich habe halt gemerkt, dass die Institutionen überwiegend, also überprozentual
einfach jetzt im Moment schwarze Künstler ausstellen. Ja. Und es fühlt sich einfach noch nicht mal mehr natürlich an für mich als schwarzen Künstler, sondern es fühlt sich einfach so, es ist aus so einer Verlegenheit oder irgendwie so wir haben was verpasst und jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen diverser gestalten, aber leider ändert sich trotzdem an der Diversität im Museumsbetrieb nicht wirklich viel. Ich sehe tatsächlich so ein bisschen, wenn wir 2020 mal als so ein Schlüsseljahr auch wirklich nehmen, ich sehe so einen kleinen qualitativen Sprung in dieser Art der Rezeption. Deutschland schaut ja traditionell sehr gerne in die USA, was Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Gewalt angeht. Was, glaube ich, auch so eine Art Versuch ist, dieses Thema zu externalisieren und abzugeben, woanders hin. Das ist ja ein sehr beliebter Mechanismus, zu sagen, das gibt es woanders, aber nicht bei uns, sei es USA oder sei es vielleicht auch Ostdeutschland, ist ja auch so ein Ding. Oder auch historisch zu sagen, Rassismus hat es mal gegeben, 33, 45, aber danach ist eigentlich alles gut. Ja. Das eliminiert. Und es gibt diese starke Solidarität, die 2020 tatsächlich aufgekommen ist und was ich aber trotzdem glaube, es gibt einen qualitativen Wechsel, weil es gelungen ist, diese Solidarität mit Black Lives Matter auch ein Stück weit zu drehen und den Blick aufs Hier zu richten. Das hat eine Zeit lang, zumindest von meinem Gefühl her, hat das tatsächlich geklappt, dass man plötzlich gesagt hat, das ist aber jetzt nicht nur ein Problem, was es in den USA gibt, sondern wir haben hier ähnliche Strukturen, auch zum Beispiel das Wort struktureller Rassismus, das hast du vorher fast nirgendwo gehört oder gelesen. Das ist seitdem tatsächlich ein gebräuchliches Wort auch im bürgerlichen Feuilleton. Und da sehe ich tatsächlich so einen kleinen Fortschritt, dass das Thema nicht mehr nur als ein Außen betrachtet wird, sondern auch nach innen geholt wurde. Was ich halt ein Problem finde, irgendwie so ein bisschen in Deutschland, ist halt einfach, dass so alle Ausländerangelegenheiten zusammengelumpt werden. Es wird immer so, also es gibt ja oftmals in den Communities keine Solidarität untereinander und Anti-Blackness ist ja eigentlich auch so eine eigene Sache für mich. Also, und ich glaube, also es ist für Deutsche einfach leicht, über dieses Thema zu sprechen, weil sie Blackness noch nicht als Teil von Deutschland angesehen haben. Also wie du gesagt hast, Schwarzsein wird externalisiert, es gehört nicht zu Deutschland dazu. Also oft finden wir halt Narrative über schwarze Menschen, die dann irgendwie wieder heimgehen oder die irgendwie nicht von hier kommen und so weiter. Und ich glaube, es ist für die Deutschen eine sehr angenehme Weise, um über Rassismus zu sprechen, ohne vor der eigenen Haustür kehren zu müssen. Das heißt, also wir müssen nur zur Konstablerwache gehen, irgendwie NSU 2.0, Hanau ist auch nicht sehr weit weg, ja. Und da gibt es einige Sachen, die noch immer nicht geklärt sind. Ich vermisse einfach so, es gibt Blackness jetzt und es gibt Repräsentation, es gibt auch qualitative Verbesserungen, finde ich auch, aber es gibt halt irgendwie, ja, also es ist halt einfach so, wo sind die deutschen Stimmen so ein bisschen? Das fehlt mir halt in dem internationalen Kunstbetrieb. Genau, und da wäre ja auch dann nochmal zurück zur Ausgangsfrage, eigentlich genau die Frage, was trägt diese Ausstellung Kara Walker in der Kunsthalle Schirn dazu bei? Oder trägt sie etwas dazu bei und wenn ja, in welcher Weise? Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen, dass Kara Walker natürlich jetzt in einer sehr schwierigen Zeit passiert, die schwierig ist für die Ausstellung an sich. Denn die Ausstellung wird viele der aufgeworfenen Fragen nicht beantworten und auch nicht beantworten können und auch nicht beantworten müssen, weil es eine Kara Walker-Ausstellung ist. Und es ist insofern auch ein bisschen schade natürlich für die Institution, wenn es jetzt darum geht, sich auf die Arbeit, auf das Archiv, auf das Werk von Kara Walker zu beziehen, aber zugleich sehr viel mehr erwartet wird von der Ausstellung, was die Ausstellung gar nicht liefern kann. Was sie auch nicht muss, weil Kara Walker ihr Thema hat, ihre Arbeit hat und sich seit Jahren damit beschäftigt und daran arbeitet und es jetzt nicht darum geht, Rassismus in Deutschland anhand dieser Ausstellung zu erklären. Ja, aber was ich halt so ein bisschen, worin ich die Gefahr so ein bisschen sehe, ist, dass so eine Gleichschaltung von allen Black Issues irgendwie stattfindet für ein weißes Publikum. Also ich glaube halt einfach so, die
die amerikanische oder die afroamerikanische Geschichte, also eigentlich ist es eher die amerikanische, nicht die afroamerikanische Geschichte, die ist ja so speziell und einfach irgendwie nicht einfach auf jeden Black-Kontext zu übertragen. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass dann bei so einem weißen Publikum einfach so eine Gleichschaltung von Black-Issues stattfindet und dass so die Intersektionalität in dem Ganzen nicht gesehen wird. Ja, aber also ich würde sagen, also genauso komplex wie US-amerikanische Geschichte ist ja auch schwarze deutsche Geschichte. Total, absolut. Also vielleicht nochmal in Bezug auf, was Marit nämlich gesagt hat, dass man in diese Ausstellung geht und so ein bisschen im Hinterkopf sich denkt, und inwiefern wird hier schwarze deutsche Geschichte verhandelt, und es wird halt relativ wenig gemacht. Genau, da würde ich halt sagen, dass es eben nicht funktionieren kann, eben weil schwarze deutsche Geschichte auch zum einen gar nicht mal so super gut dokumentiert ist, wie es zum Beispiel bei afroamerikanischer Geschichte ist. Das heißt, es gibt auch nicht unbedingt so ein erinnerungspolitisches Fundament, auf dem man aufbauen könnte. Und ich finde, das zeigt sich irgendwie schon sehr in so Begrifflichkeiten, wenn es um schwarze Deutsche oder Afrodeutsche geht, dass es sehr gerne synonym benutzt wird. Und ich mir wünschte, es wäre Basiswissen, zu wissen, der Begriff Afrodeutsch hat eine sehr spezifische Historie, und deswegen, und da gibt es dann eben auch Gründe, weshalb man nicht prinzipiell erstmal alle schwarzen Deutschen auch Afrodeutsche nennen kann. Also ich finde es auch voll wichtig, die Differenzierung zu machen, aber ich finde, dass wir eigentlich in Deutschland quasi da so nochmal, dadurch, dass dieser Begriff neuer ist und auch für, so eine jüngere Geschichte hat, habe ich das Gefühl, dass wir ihn doch eigentlich noch konkreter definieren können oder spezifischer darüber sprechen können, was er bedeutet, wo er herkommt, wer ihn quasi eingeführt hat, und dann auch entscheiden können, ob er zu uns passt oder nicht. Wo ich halt glaube, dass der Begriff Afroamerikanerin schon so krass zirkuliert hat, sich so krass verbreitet und gesetzt ist, dass man an ihm gar nicht mehr rütteln kann. Ja? Also wir können, und das finde ich, und dann kommen wir vielleicht doch wieder zurück zu Kara Walker, weil sie für sich ja auch andere Selbstbezeichnungen verwendet, die ich jetzt nicht unbedingt wiederholen möchte, aber wo ich eigentlich dann nochmal spannend finde, dass man darin ja auch diesen Widerstand dagegen, gegen diese Begrifflichkeiten irgendwie so wiederfindet. Also Ich finde, das Entscheidende bei dem, was du gesagt hast, ist einfach die Tatsache, dass auch die deutschen Begriffe eine Geschichte haben. Total. Also auch wenn die Geschichte nicht so lang ist, sie haben eine Geschichte. Es gibt in verschiedenen Jahrzehnten verschiedene Ausprägungen. Und nochmal auch zurück zu der Frage nach der Ausstellung. Also ich stimme dir grundsätzlich zu, die Ausstellung kann bestimmte Sachen nicht leisten und muss sie auch nicht, und Kara Walker als Künstlerin auch nicht. Aber das größere Problem finde ich, dass die Ausstellung so singulär ist. Es gibt keinen Kontext, in den sie fallen könnte. Also es gibt keine Beschäftigung, und da ist die Schirn nicht die einzige Ausstellungsinstitution. Es gibt einfach keine Beschäftigung mit diesem Themenfeld, und dadurch wird jede Ausstellung singulär, und jede Ausstellung, die sich damit in irgendeiner Weise auseinandersetzt, bekommt plötzlich dieses Gewicht aufgebürdet, dass sie über all das sprechen muss. Und das ist aber einfach nur eine Folge von einem ganz, ganz langen Versäumnis, sich nämlich einfach mit schwarzer, mit migrantischer, postmigrantischer Geschichte einfach nicht auseinandergesetzt zu haben. Und da ist, finde ich, immer der Punkt, wo man dann auch den Finger drauflegen muss und sagen, was habt ihr die letzten 20 Jahre gemacht? Und wieso traut ihr euch, nachdem ihr 20 Jahre lang überhaupt keine schwarze Position, sei es aus Amerika, sei es aus Afrika, sei es aus Europa, gezeigt habt, Basquiat mal beiseite, was habt ihr eigentlich gemacht die letzten 20, 30 Jahre? Und das ist doch der Punkt, warum die Rezeption, und das war ja auch unser Ausgangspunkt, warum die Rezeption einer Ausstellung wie Kara Walker so schwierig ist hier. Es gibt ja gar keinen Diskurs, auf den das künstlerisch-gesellschaftlichen Diskurs, auf den das fallen könnte. Also ich glaube, wir haben vorhin darüber gesprochen, irgendwie. Es gibt auch einige wenige, glaube ich, Institutionen, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Ich glaube, so die Hauptleute, die den Diskurs vorantreiben, sind wir sozusagen. Und klar fordern wir dann irgendwie so einen Diskurs von den Institutionen oder auch eine Diversität, aber ich glaube nicht, dass die Institutionen im Moment den Diskurs vorantreiben, sondern eher die Kulturschaffenden, die schwarzen Kulturschaffenden in Deutschland.
Ich finde, also die Institution Museum denkt ja auch häufig so von Ausstellung zu Ausstellung. Ne? Und Auseinandersetzung heißt nicht, ich mache eine Ausstellung und ein Rahmenprogramm dazu und dann habe ich mich da, also das ist eine Form, aber es gibt ja noch so viel mehr. Und gerade in Frankfurt könnte man ja irgendwie super viele Verbindungslinien ziehen. So. Man hat jetzt auch gerade Markt Brandenburg irgendwie im Zum Beispiel sowas, also dass man einfach so Linien zieht und dieses Thema vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr so ein bisschen zirkuliert drumherum und irgendwie immer wieder versucht, sich aus anderen Perspektiven mit ähnlichen Themen zu befassen, als so, jetzt haben wir die Blockbuster-Ausstellung und das ist dann ja auch so ein Kraftakt für die ganze Institution, das irgendwie hinzubekommen. Alle sind super nervös anscheinend, anstatt sich kontinuierlich mit Thematiken auseinanderzusetzen. So, ich glaube, damit, also viele würden davon profitieren. Was aber oft ein strukturelles Problem ist. Wir hatten ja schon über den strukturellen Rassismus gesprochen, dann wieder über so Strukturen, weil ja oftmals die Strukturen das gar nicht hergeben. Weil wie du schon sagtest, du hast immer, das wird immer vorgesehen, Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung. Rahmenprogramm. Und dann wird Rahmenprogramm. Genau, und dann ist das so ein Paket, so ein Package, das abgeschlossen ist und dann on to the next one. Und das ist gar nicht irgendwie so prozesshaft gedacht ist, aber das ist tatsächlich irgendwie... Ja, das kann man vielleicht gar nicht unbedingt einzelnen Personen vorwerfen, sondern das ist wirklich, dass es eigentlich gar nicht im Ablauf des Ausstellungswesens eines Hauses vorgesehen ist, dass es so eine Entwicklung gibt. Fördergelder, ne? Die wollen immer irgendwie einen und es muss ja auch irgendwo dran gemessen werden, dass es erfolgreich gewesen Zieldefinition ist. Und dann ist das Ziel erreicht worden und dann nächstes Projekt. Und das macht es natürlich echt schwierig. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach so eine Kara Walker Show Copy-Paste nach Frankfurt zu bringen, sozusagen. Eigentlich die wirkliche Auseinandersetzung wäre für mich dadurch gegeben, wenn ein Afrodeutscher, ein schwarzer deutscher Künstler eingeladen wird und dann ist eben eine wirkliche Auseinandersetzung. Es gibt eine Ausstellung, die komplett neu entsteht, vielleicht mit dem Haus zusammen. So gibt es Gespräche, so gibt es irgendwie Diskussionen, die wehtun, die vielleicht notwendig sind für den Museumsbetrieb oder für den institutionellen Betrieb in Deutschland. Mit sowas ist natürlich dann die Chance verpasst, ne? Weil man copy-pastet es einfach nur und das ist halt so ein bisschen so Social-Media-mäßig, was halt jetzt auch in den Diskursen passiert, die einfach so copy-pasted und auf den deutschen Kontext übertragen werden, was leider nicht immer so funktioniert. Ja, und es tut am Ende natürlich auch wieder Kara Walker als Künstlerin Unrecht. Genau. Weil dann wiederum von ihr etwas erwartet wird, was eigentlich die Institution leisten müsste. Ja. Cut. Wobei natürlich nochmal, glaube ich, eine interessante Frage wäre, wie ist denn der Umgang tatsächlich bisher damit gewesen? Ne? Oder was gibt es eigentlich, wenn man über Museum spricht und wenn man über schwarze Körper spricht, da fallen einem ja auch historisch ganz viele Sachen, also jetzt keine erbaulichen, aber es fallen einfach ganz viele Dinge ein. Also, es ist nämlich ja nicht so, dass sich in Deutschland oder in europäischen Museen oder ich sage jetzt einfach mal in weißen Institutionen nicht mit schwarzen Themen, mit schwarzen Körpern, mit schwarzer Körperlichkeit auseinandergesetzt wurde, sondern da gibt es ja eine ganze Geschichte. Und ich befasse mich jetzt gerade in meiner Arbeit sehr viel damit und halte auch Vorträge dazu zum Thema Black Bodies in White Museum Spaces und muss da immer wieder feststellen, dass sehr viel nicht gewusst wird und dass diese Historie nicht gewusst wird und dass eigentlich alles, was jetzt auch passiert, mit bestem Gewissen und besten Absichten ja trotzdem in dieser Historie steht und meiner Meinung nach eigentlich diese Historie auch immer mit reflektieren muss und irgendwo an irgendeiner Stelle klar werden muss, warum ist es jetzt gerade anders, was hier passiert? Wieso ist es jetzt beispielsweise bei Kara Walker, ich komme irgendwie wieder darauf zurück, warum ist es jetzt wichtig, dass in dieser Ausstellung das N-Wort so oft auftaucht? Weil sie das benutzt, sie hat ihre Gründe dafür, aber warum ist es wichtig? Also ich erwarte dann quasi eine Erklärung, eine Erläuterung dafür, warum das jetzt für mich wichtig ist, dass es in der Ausstellung stattfindet. Nicht über eine Triggerwarnung gerne, sondern eigentlich gerne in irgendeiner Vermittlungsform, in irgendeiner Art der Kontextualisierung. Weil man einfach gar nichts mehr sagen darf. Und deswegen ist es sehr wichtig. Ja, ich meine, wir haben es ja in der Ausstellung mit einem künstlerischen Werk zu tun und das ist so, wie es ist. Und wenn die Entscheidung gefällt wurde, das zu zeigen und das auszustellen, was absolut gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach,
muss ja dennoch irgendwie klar gemacht werden, warum das jetzt wichtig ist und warum das jetzt da ist. Und ja, vielleicht nochmal irgendwie auf diese Historie zu kommen, weil wie gesagt, es gibt halt einfach diese Historie und die ist inhärent. Also die ist, wenn die vielleicht vielen auch nicht bewusst ist unbedingt, aber das ist da. Es gibt irgendwie diese Art und Weise, diese Form, wie schwarze Körperlichkeit in Museen ausgestellt wird. Und das wirkt immer mit, das ist immer da. Und vielleicht gibt es da in den USA. Aber ich finde, nein, ich finde voll gut. Also ein guter Punkt, den du gebracht hast, ist quasi zu sagen, weil interessanterweise diese Debatte wurde ja auch beim Artist Talk angestoßen, diese Frage nach der Triggerwarnung. Und ich finde das gut, oder wie ich das verstehe, was du gesagt hast, ist eigentlich die Verantwortung über das N-Wort oder auch über das, was da passiert, diese Trauma-Hervorrufung oder so, die zurück auf die weiße Institution zu spielen und zu fragen, hey, wie steht eigentlich die weiße Institution dazu? Warum möchtet ihr, dass das Wort reproduziert wird oder dass das Wort immer wieder gesprochen oder immer wieder auftaucht? Und warum tut euch das nicht auch weh? Also, weil wir ja auch gerade darüber gesprochen haben, gerade Kara Walker tut nicht weh, aber die Frage ist, warum nicht zu denken, ach ja, das schmerzt einige und die müssen wir warnen, sondern zu sagen, das schmerzt mich und ich muss damit jetzt umgehen. Ne? Also das ist ja auch, was du angesprochen hast, die Frage so, wie schafft man es, die unangenehmen Situationen zu provozieren innerhalb der Institution und die werden halt nicht hervorgerufen, indem man halt die Ausstellung einfach so copy-paste, sondern da muss man schon selbst ran. Ne? Und die Verantwortung liegt dann auch bei der weißen Institution. Ich glaube, das finde ich wichtig, dass man das nochmal so stark macht, weil ich auch selbst natürlich ambivalent gegenüber diesen Triggerwarnungen bin, aber in dem Moment, wenn ich das so denke, dann weiß ich, ah ja genau, darum geht es eigentlich, einer weißen Person die Verantwortung aufzubürden und zu sagen, so, wie gehst du denn mit dem N-Wort um, wenn du damit konfrontiert bist, jeden Tag, ja? Also apropos konfrontiert jeden Tag, allein 2020, 2019 gab es irgendwie 3 Vorfälle, wo Frankfurter Institutionen sich einfach komplett daneben benommen haben in Bezug auf Blackness. Ich werde jetzt keine Beispiele nennen, aber man kann es nachlesen, wenn man es googelt. Und ja, also wir sind noch lange nicht so weit. Und einfach, das liegt aber auch daran, das habe ich auch vorhin schon gesagt, dass das Museumsteam einfach nicht divers genug ist. Ne? Und dass einfach sich Leute mit Themen auseinandersetzen, ja, von denen sie keine Ahnung haben. Leider. Ja. Ich glaube, ich würde nochmal auf den Punkt, den du genannt hattest, von diese Historie von schwarzen Körpern in Museen und wie diese Historie natürlich wiederum auch verkörpert wird. Ne? Wie das quasi auch einen Museumsbesuch prägt, sage ich mal. Und für mich ist da irgendwie so auch ein bisschen so die Frage von Passivität und Aktivität und wer ist Subjekt, wer ist Objekt in solchen Ausstellungen. Und wenn wir jetzt bei der Kara Walker Ausstellung sind, es ist halt tatsächlich so eine Ausstellung, da läufst du in so Schlangenlinien durch. Du kannst da relativ mir fehlt irgendwie gerade das Wort, aber es ist so... Unbeeindruckt? Wenn man möchte, kann man da unbeeindruckt. Nee, ich meine eher so dieses, du kannst sehr passiv durch diese Ausstellung durchgehen. Okay. Und es wird aber krasse Gewalt verhandelt. Und ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt irgendwie Wörter in den Mund lege, aber das ist schon auch so ein bisschen das, was ich meine mit so einer Art, so ein verkörperter Umgang mit schwarzer Körperlichkeit. Dass man relativ unbeeindruckt von schwarzem Leid, dass man es einfach konsumiert. Und dass das dann mein Sonntagsprogramm gewesen ist. Und dann rede ich vielleicht bei einem Kaffee noch mit einer Person drüber, aber eigentlich kann ich relativ unattached da durchgehen. Und da denke ich mir, also das ist tatsächlich so ein bisschen was ich vielleicht anders gemacht hätte. Ja. Wo ich, glaube ich, BesucherInnen mehr provoziert hätte tatsächlich. Okay. Natürlich sind die Bilder an sich schon sehr provokant, aber es ist ein klassischer Ausstellungsbesuch. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das Grundproblem, das liegt, glaube ich, in dem auch, was du gesagt hast, in dieser Unverbundenheit. Also
dass das eigentlich mit gar nichts, mit der Erfahrungswelt eines, ich nenne ihn jetzt mal einfach normalen Museumsausstellungsbesucher korrespondiert. Ich frage mich, in Deutschland, ja. Und ich frage mich zum Beispiel immer, wenn ich zum Beispiel bestimmte Formen der Abbildung sehe bei Kara Walker, also die groteske Übertreibung, die ja ein tolles Stilmittel ist, bekommt ein Besucher, eine Besucherin eigentlich die Verbindung zu den Formen der Abbildung von Schwarzen, mit denen wir hier aufgewachsen sind. Oder die wir noch draußen in Nürnberg am zentralen Platz an der Apotheke sehen, kriegt ein Besucher kriegt diese Verbindung. Und ich glaube nämlich nicht. Und das ist dieses Problem der Unverbundenheit. Die Sachen werden irgendwo reingesetzt, es gibt aber es gibt keinen Kontext, es gibt keinen Erfahrungskontext, es gibt keinen Auseinandersetzungskontext und es gibt deshalb auch keinen emotionalen Kontext. Und der führt nämlich, glaube ich, genau dazu, dass man da durchlaufen kann und vielleicht noch sagen kann, ui, das ist aber brutal. Das ist ein relativ passiver. Ja, und auch, ich glaube, unbeeindruckt ist ein total gutes Wort dafür. Man ist vielleicht beeindruckt von der Krassheit der Abbildungen, ja. Aber das bezieht sich tatsächlich auf die Abbildung und nicht auf die reale Möglichkeit, die auch welche Verletzung eine Abbildung an sich hervorrufen kann. Ja. Dazu fehlt der Erfahrungskontext und dazu fehlt einfach der Diskurs. Und das finde ich das größte Problem an dieser Singularität von solchen Ereignissen wie einer Kara Walker-Ausstellung in Frankfurt am Main. Ja. Und das muss ich sagen, ich liebe die Arbeit, muss ich wirklich sagen. Ich finde sie großartig, ich finde eine großartige Künstlerin. Ich kenne die Arbeit auch schon sehr, sehr lange. Aber ich sehe die plötzlich auch anders. Ich sehe die plötzlich viel, 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 viel kritischer, weil sie in einem Kontext passiert, der keine Verbindung hat zu irgendwas. Ja. Also nicht. Aber das ist vielleicht, sorry, das ist so, gerade das ist auch nochmal, ne, was du gesagt hast, so, ja, das Krasse ist ja nämlich, genau, du kannst hier in Frankfurt, ich weiß nicht, wo sie ist, ob sie noch irgendwo ist, aber an der M-Apotheke vorbeilaufen. Ne? Genau. Und es ist nämlich nicht so, und das ist vielleicht das, was wir auf diese Arbeit projizieren, dass die Bilder, die Kara Walker verwendet, schon historisch quasi so aufgearbeitet sind oder auch kontextualisiert sind oder dass wir sie auch quasi so einer bestimmten Zeit zuordnen können. Es ist interessant, weil ich letztens hatte ich Gastspiele in Mannheim und dort gibt es eine Kaffeerösterei, die heißt Moorbacher. Sie finden sich in unserem Alltag immer wieder. Genau, und ich habe einen Kaffee gekauft, der dort geröstet und natürlich total rassistische Verpackung dieses Kaffees und dann es ist interessant, wie die Ausrede der Rösterei ist, ja, wir wollten das erst zum 100. Geburtstag jetzt verändern. Diese Illustration und das ist erst in 2 Jahren. Deswegen haben wir es noch nicht gemacht. Wobei ich da noch komplex werden will, weil ich glaube, ich unterstelle also einfach so, dass auch nicht jeder schwarze in Deutschland lebende Mensch dieses Bewusstsein hat. Darum geht, klar. Ja. Aber das ist auch nicht so relevant. Aber trotzdem, ne, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass quasi genau, wie du sagst, diese Bilder einem eigentlich im Alltag noch begegnen und überhaupt nicht in einem Kunstkontext, sondern wirklich so everyday life. Ja. Und das ist das Material, worauf sie sich ja sehr viel bezieht. Ja. Und da ist die Frage, ne, das stimmt, da gebe ich dir voll recht, wie stellt man die Verknüpfung her? Womit ich ein bisschen ein Problem habe, oder vielleicht ist das auch nicht, was du gesagt hast, aber ich würde es jetzt mal so ein bisschen polarisieren, ist ja so ein bisschen dieser Aufruf, oder was ich so ganz leicht gehört habe, so dass es muss mehr schockieren oder so. Und das ist, glaube ich, nicht, was du gesagt hast. Ich weiß, aber ich will nur, dass es nicht missverstanden wird, dass es nicht darum geht, wisst ihr, was ich meine? Dass es nicht darum geht, dass Leute endlich den Schmerz fühlen sollen oder so, ne? Oder dass es jetzt darum geht, dass man wirklich so aus dieser Ausstellung rausgeht und eine Welt ist zusammengebrochen, dann hat sie auch nicht ihr Ziel erreicht. Ne? Ich will nur wissen, was es genau ist, worüber wir da sprechen. Ja, mit dem mehr schockieren. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, mehr schockieren, das ist vielleicht auch das, was Olli gerade sagte, vielleicht fehlt dazu dann auch wieder der Kontext, dass es dann irgendwie mehr schockiert. Weil wenn ich dann da durchschlendere und dann sehe ich sehe, okay, das sind offensichtlich gewaltvolle Darstellungen, aber ich vielleicht gar nicht verstehe, worauf sie sich beziehen, weil
die Geschichte nicht kenne oder sie mir nicht so gegenwärtig ist. Ich will jetzt nicht über US-amerikanische Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur sprechen, die auch genug problematisch ist und Lücken aufweist und da viel zu wenig passiert. Aber dennoch ist es ja etwas, was irgendwie was einfach da ist, was in dem Land da ist, dass wenn ich irgendwie schwarzen Menschen auf der Straße begegne, ich davon ausgehen kann, dass die meisten irgendwie in der Linie stehen von einer Versklavungsgeschichte. Und dieses Wissen darüber, das fehlt in Deutschland oder das ist nicht hier oder das bekommt, ne, um das jetzt mal ganz makaber zu sagen, hat auch so einen ganz merkwürdigen popkulturellen Kontext. Denn aus welchen Kontexten kennen wir in Deutschland Versklavungsgeschichte? Aus den USA, aus den Filmen, aus der Musik, aus Unterhaltungsliteratur. Genau, aus den Kontext und nicht aus einer eigenen Erfahrungskontext. Und dann ist man dann plötzlich denkt man dann an Django Unchained plötzlich. Ne? Da läufst du durch und denkst so dann an Fackeln im Sturm. Also es ist dann eindimensional, es ist sehr flach, ne? Also es ist sehr gelenkt natürlich von der Hollywood-Propaganda irgendwie oder von einer Mainstream-Propaganda. Und das ist... Ja. Wobei wir dann auch schon beim nächsten Thema wären, was das Black Death Spectacle ist. Also, und zwar Black Death Spectacle ist einfach die Geschichte von Public Lynchings und Menschen, die dann sozusagen ihr Barbecue-Zeug mitgebracht haben, ihre Familien. Es gab damals Postkarten, die in den USA verschickt worden sind. Es wurden Fotos gemacht mit gelynchten Menschen. Es wurden Menschen öffentlich erhängt. Ja, also und darüber wollte ich einfach mit euch reden. Die Übertragung, auch wenn nicht ganz so gewaltvoll, wäre für mich die Ausstellung im Zoo. Ja, die es gegeben hat in Deutschland. Ja. Menschenzoos. Aber auch da eben wichtig natürlich ist die Erfahrung des Lynch-Mobs. Der hat, glaube ich, erstmal in Europa nicht eine unmittelbare Parallele oder in Deutschland, aber eben es gibt ähnlich gelagerte Fälle. Es gibt auch, also Menschenzoo ist eine Sache, also diese Ausstellung von Afrikanern oder afrikanischen Siedlungen, Dörfern im Zoo. Das ist ja eine ähnlich gewaltvolle Geschichte. Und es gibt aber auch andere Sachen wie Uri Jallo, der gefesselt in seiner Polizeizelle verbrannt ist. Es gibt ganz viele Parallelen, was die Gewalttätigkeit gegen den schwarzen Körper genau angeht. Ja. Und da wäre auch wieder die Frage, klickt das, wenn ich das, also kriege ich diese Verbindung? Ja. Und das ist, glaube ich, was ich noch nicht sehe. Ja? Weil dazu müsste auch dieser gewaltvolle Diskurs, der müsste einfach viel mehr stattfinden. Ja, total. Ich habe halt das Gefühl, es wird hier so eine Art, ich weiß auch nicht, so Pornografie oder irgendwie so Bedürfnis von den Menschen erfüllt sozusagen. Also Black Death Spectacle, du hast halt ganz viele schwarze Körper, denen Harm zugefügt wird, denen Leid zugefügt wird. Und das ist einfach das kennt man einfach aus den Medien. Ne? Und dann ist man halt einfach so ein bisschen vielleicht abgehärtet schon. Und es ist einfach so eine Darstellung, die man immer wieder in Verbindung mit dem schwarzen Körper sieht, sozusagen. Und das ist halt natürlich hier in der Show dann gegeben natürlich. Ich glaube, viele Leute sind dann auch abgestumpft natürlich, weil sie es einfach gewohnt sind, den schwarzen Körper zu sehen. Ja. Und ich würde aber gerne noch mal wissen, in Bezug auf Kara Walker quasi, wie da dein Standpunkt ist, weil ich kenne natürlich den Claim des Black Death Spectacle und wäre jetzt dein Argument zu sagen, das ist, was Kara Walker macht, oder siehst du eine Subversion oder siehst du irgendwie siehst du darin was anderes, oder ist dein Vorwurf ihr gegenüber quasi? Also ich sehe keine Subversion mehr, in 2021 sehe ich sowieso keine Subversion mehr, generally, weil ich glaube, alles ist mittlerweile kommerzialisiert, alles ist zu Geld gemacht, alles ist in einem Kapitalumlauf, ob das jetzt queere Kultur ist, ob das schwarze Kultur ist, etc. Wir leben in einer sehr kommerziellen Welt. Die Frage ist?
Nein, meine Frage, also genau, da stimme ich dir zu, ne? Das quasi ja, und das ist ja auch interessant, dass du das auch schon gesagt hast, und wir sind ja auch schon darauf gekommen, Filme wie Django Unchained oder so, ne? Das ist eigentlich, genau, also auch Black Death Spectacle ist einfach nur ein weiteres Vermarktungsstrategie oder ein weiteres Mittel irgendwie, Unterhaltung zu produzieren oder so, ne? Und da ist ja dann auch die Frage überhaupt, inwieweit ich glaube, nur weil es Pop ist, kann trotzdem subversiv sein. Es kann trotzdem, aber es ist mittlerweile kommerzialisiert und vermarktet. Aber inwieweit greift dann der Vorwurf noch auch, ne? Wenn es eigentlich eine Strategie ist, die sich halt alltäglich so wiederholt und dann auch meine Frage war eher, ist die Kunst in irgendeiner Weise dann differenziert davon? Oder würdest du diese Arbeit in der gleichen... Nee, genau. Also die Kunst ist auch Teil eines Marktes und ist auch Teil eines, niemals außerhalb. Immer zu sehen im Kapitalismus, also meine Meinung nach. Ja. Aber das heißt, also es gibt ja noch diesen anderen Begriff, Capitalizing on Black Pain, der vielleicht in dem Zusammenhang, wenn du von Kapitalismus aussprichst, interessant ist. Die Frage wäre ja, siehst du das zum Beispiel im Beispiel von Kara Walker Profit? Und das ist eine interessante Frage, weil darum geht eine ganz lange Kontroverse um sie, um ihre Arbeit und vor allen Dingen um die Rezeption ihrer Arbeit. Und da wäre wirklich die Frage, siehst du, dass sie sozusagen durch die Abbildung schwarzen Leids profitiert? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich sitze da echt zwischen zwei Stühlen, weil auf der einen Seite finde ich es wichtig, was sie macht und was sie zeigt. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe dasselbe Problem mit meiner Praxis generell. So, was macht man und was macht man nicht? Ich glaube, das Problem hat jeder schwarze Künstler irgendwie oder jeder schwarze Kulturproduzent in einem Punkt in seinem Leben. Ja, weil deswegen ist ja vielleicht auch dieser Vorwurf interessant oder so, weil es so eine... Man traumatisiert sie man traumatisiert sich ja auch konstant selber, ne? Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ne? Oder man arbeitet sich auf jeden Fall an was ab, an Trauma. Ja, voll. Und da ist dann die Frage nach dieser, am Ende ist das natürlich eine absurde Logik, dass man dann da mit seinem eigenen Trauma quasi ja auch Geld verdient. Es ist ja nicht nur dieser Vorwurf, so man verdient, man spaltet das von sich ab und verdient eine Menge Geld. Das ist ja viel zu simplifizierend ja auch gedacht. So, das würde ich überhaupt nicht. Ja. Man kann es nicht von sich abspalten, glaube ich. Und ich glaube aber auch, es muss persönlich sein, um irgendwie politisch und stark zu sein. Also das ist meine Meinung. Also einfach Kara hat dann irgendwie gesagt, glaube ich, my house as an archive oder house as archive. Ja, also ich glaube, es geht von dem Mikrokosmos in den Makrokosmos, um politisch zu werden. Ja, so. Ja. Okay, haben wir noch was? Aber ich finde eine Sache, und das grenzt sich da vielleicht, das schließt sich daran ja vielleicht ganz gut an, war doch irgendwie diese Frage mit der, mit der Markiertheit oder inwiefern das dann überhaupt möglich ist. Also weil dir natürlich immer der Vorwurf daraus gedreht werden kann, dass man als schwarze Person, kulturschaffende Person Profit aus der Tatsache schließen würde, jetzt ganz polemisch und ganz böse gesagt. Ich glaube, wo man ein bisschen aufpassen muss, ich meine, schwarze Geschichte ist ja nicht nur Leid, ist ja nicht nur Leidensgeschichte. Total. Ja? Da muss man, glaube ich, auch irgendwie schauen, dass das ja nicht das einzige Thema ist. Es ist natürlich, und deshalb ist ja der Anlass bei Kara Walker, ist ja relativ wenig Freude. Ne? Aber ich sehe doch das ist Freude aber, und Humor drin. Humor definitiv. Dark. Humor, also auf jeden Fall, ein wirklich auch ein Humor, der meiner Ansicht nach, also bei mir funktioniert der Humor. Total. Ich finde sehr viele Sachen extremst witzig, also nicht so, dass ich mich totlachen würde, aber ich verstehe den. Aber funktioniert der auch mit weißen Menschen im Raum oder funktioniert der nur für dich? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also weil ich finde dann immer so ein bisschen unangenehm und schon. Peinlich. Kommt drauf an. Also ich weiß nicht, für mich ist es dann immer so irgendwie so. Aber ich frage mich auch, ob die Leute die Codes verstehen. Und es ist aber totenstill in der Ausstellung. Ja, das ist, was mir aufgefallen ist. Es war recht voll, es war sehr ehrfurchtsvoll. Also ich habe das so ein bisschen beobachtet, die Leute nähern sich
mit großer Ehrfurcht den Bildern, den Exponaten. Ja. Aber nee, was ich eigentlich noch mal sagen will, also dass man da nicht in so einen Miserabilismus auch sich reinbegibt. Es ist aber wiederum Teil dieses Problems. Riesengroße Ausstellung Kara Walker. Kara Walker zeigt keine schwarzen Utopien oder die zeigt nicht mal schwarzen Alltag, sondern sie legt den Finger auf einen ganz bestimmten Teil der amerikanischen Geschichte und seine Auswirkungen bis heute. Total. Ja? Und es ist ja genau daneben, das, was du sagst. Es ist ja heute noch spüren schwarze Menschen die Nachwirkungen. Also es ist ja nicht so, dass aber das so ist Geschichte natürlich, ist. Natürlich. Deshalb ist es ja auch aktuell und wichtig. Aber es ist ja nicht die einzige, es ist ja nicht das einzige Thema. Es ist ja auch nicht die einzige Ausdrucksform afroamerikanischer Künstler. Ja? Also es gibt ja ganz andere Sachen. Und ich sage nicht, dass man sozusagen alles gleichzeitig zeigen muss, damit es diesen Kontext gibt, aber wieder, ich auch auf die Gefahr hin, mich da zu wiederholen, es fehlt ein Diskurskontext. Ja, weil das natürlich auch Kara Walker wieder nicht leisten kann. Absolut. Ich meine, das ist Kara Walkers Thema, dafür wird sie gezeigt, völlig in Ordnung. Ja. Aber was ist jetzt schwarze Utopien mit Amy Sherrill, genau. wo ist Black Portraiture in seiner ganzen Schönheit? Aber ich bin auch der Meinung, und da so bin weiter. ich ein bisschen vorsichtig, weil es gibt ja so einen Trend so irgendwie in der schwarzen Community, dass man sagt, okay, wir zeigen kein Leid mehr, wir haben das irgendwie so hinter uns. Also ich glaube, es war so ein Trending on Social Media eine ganze Zeit lang, dass man gesagt hat, irgendwie so, okay, we don't want to see any more black people getting killed oder irgendwie leidend und so. Aber ich glaube, das verkennt auch viel. Lass uns Underground Railroad also man muss schon irgendwie, muss sich mit einfach Geschichte auseinandersetzen, um das heute zu verstehen, weil Geschichte ist heute und wir bewegen es nicht so linear. Also wir bewegen uns auf jeden Fall irgendwie, das nicht so, ach jetzt haben wir alles, also auch genau so die deutsche Geschichte, die Nazi-Geschichte, die beeinflusst uns heute auch noch in unseren Alltag. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert quasi, wenn es um die Frage geht von schwarzen Künstlern und inwiefern schwarze Künstler überhaupt unmarkiert bleiben können. Ich habe dann noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und natürlich fallen einem dann so vor allem diese zwei ikonisch gewordenen Zitate ein, einmal von OJ, einmal von Basquiat. I'm not black, I'm OJ und I'm not a black artist, I'm an artist. Oder Sharon Dodua-Otoo mit ihrem Ingeborg Bachmann-Vortrag können schwarze Blumen malen. Black capitalism. Black capitalists are not your comrades. Danke für den Hinweis. Genau. Und für mich ist so ein bisschen dieses Bestehen darauf, eben ein Künstler, Künstlerin zu sein und kein schwarzer Künstler, schon auch immer so ein Verweis darauf, dass es eben gewissermaßen nicht geht, dass man eben nicht als schwarze Kunst-Kulturschaffende Person unmarkiert bleiben kann. Und dann sehe ich aber gleichzeitig auch so ein bisschen so ein Spannungsfeld zwischen auch dem, was einem von außen, glaube ich, zugetragen wird. Entweder man ist eben, also erst einmal, ich glaube, von schwarzen KünstlerInnen wird immer so ein bisschen erwartet, besonders kritisch zu sein, gewisse Machtstrukturen mitzudenken in ihrer Arbeit. Wenn man dann vermeintlich unkritisch ist und vielleicht einfach nur seine Arbeit machen möchte, ist dann aber auch sehr schnell der Vorwurf von Token, vor allem wenn man in einer weiß dominierten Institution arbeitet. Das heißt, es ist so ein Spagat, den man, glaube ich, nie sonderlich elegant hinbekommt. Ja, ich glaube, die Institutionen spielen einen auch ein bisschen aus. Ne? Es kommt immer darauf an, weil diese Token-Situation entsteht halt dadurch, indem die Institutionen einen als den schwarzen Künstler rumreichen. In Wahrheit ist man einfach so der Minimalkünstler oder der abstrakte Kunstkünstler, oder der Conceptual Artist. Aber ja, also es kommt immer darauf an, wie die Künstler kontextualisiert werden. Selbstfremdbestimmung, sorry. Also schwarze KünstlerInnen agieren ja auch in einem bestimmten Feld, was auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen ist. Und was jetzt nicht heißt, dass es auch nicht anders sein könnte, aber es gibt ein Feld, was nach bestimmten Mechanismen funktioniert. Und in diesem Feld jetzt unbedingt schwarze Künstlerinnen und Künstler in ihrer
Eigenartigkeit, also nicht eigen, sondern in ihrer Eigenheit vielleicht, das bessere Wort, vielleicht nicht unbedingt vorgesehen sind, zumindest historisch betrachtet nicht. Und daher würde ich sagen, dass es jetzt heute zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, unmarkiert zu sein. Also weil das auch nicht etwas ist, was man selbst entscheiden kann, sondern was immer mit einem gemacht wird. Ich glaube aber, dass es unbedingt notwendig ist, als schwarzes Individuum, kunstschaffendes Individuum, in diesem System sich in gewisser Art und Weise dagegen zu wehren, also damit zu arbeiten, immer zu gucken, so okay, einerseits werde ich markiert, aber ich entziehe mich dem gleichzeitig. Und also ich glaube, dass dieser Prozess, wie auch immer der aussieht, ich glaube, dass er individuell letzten Endes dazu führen kann, dass sich das Feld dann auch verändert. Aber dass es ein Prozess ist und dass das gemacht werden muss und dass es nicht damit so funktioniert oder damit aufhört, dass der Künstler, die Künstlerin sagt, ja, meine Haut hat eine bestimmte Pigmentierung, aber das, was ich tue, ist Kunst. Ich glaube, dass das bei Kara Walker nochmal, das ist ganz interessant. Es gibt natürlich diesen einen Punkt, so der den Anfang dieser Karriere markiert, wo sie sagte, meine Welt ist die einer schwarzen Frau, ja, und das ist meine Kunst. Das heißt, es ist genau das Gegenteil also nicht, es ist keine Abgrenzung, sondern mitten rein. Aber ich glaube, was da ganz entscheidend ist das Ich. Es gibt an einer anderen Stelle, und das fand ich dann wiederum sehr interessant, weil das geht genau auch in diese Richtung, da sagt sie, es gibt viel zu viel Wir. Wir brauchen ein Ich in der Kunst. Ja? Das heißt, ich als schwarze Frau, da liegt die Betonung auf dem Ich. Das heißt, auf mir als schwarzem Individuum und nicht auf mir als Vertreter einer Gruppe und so weiter. Also insofern ist natürlich dieses... Aber es ist eine Künstlerin, die in der öffentlichen Institution... Nein, ich würde aber nochmal das kommt zurück zu dem, was du gesagt hast, Jean, dass das von der schwarzen Position gibt es zu viel Wir, aber aus einer weißen Position gibt es zu viel Ich. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal, wenn wir der Frage nach Markierung nachgehen, ja, das ist ja auch das Ding. Weiße Männer sind doch nie damit konfrontiert, dass sie jetzt alle weißen Männer repräsentieren und ihre Arbeit, sondern es ist doch immer klar. Das kommt ja jetzt erst. Genau, und also deswegen, das ist... wir haben nicht dieselbe Universalität. Wir haben gar nicht das Recht dazu. Ja, und ich glaube, das nur nochmal, dass diese Frage nach dem Wir müssen wir ja auch quasi. Das haben die auch bei Kara gesagt, dass ihre Kunst nicht schwarz genug ist oder zu schwarz ist. Also entweder oder, es ist immer so. Ja. Und was ist mit uns? Wer sind wir? Ich meine, wir sitzen jetzt hier zusammen, das ist ja auch eine... Still learning, still growing. Das ist ja auch eine interessante eine Konstellation, warum wir jetzt hier sitzen und ausgehend von Kara Walker, der Ausstellung in Frankfurt in der Schirn, hier in ein Gespräch treten miteinander. Ich glaube, weil wir unser Ich und Wir präsentieren wollen. Politisch gesprochen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch dann überhaupt diesen Punkt anbringen soll oder. Na komm. Ja? Nein, das war halt eine persönliche. Ich meine, vielleicht nach der Frage nach dem Wir oder wer wir sind wir. Oder für mich stellt sich natürlich trotzdem die Frage, inwieweit diese Strategien, die wir aus dem US-amerikanischen Kontext kennen, Kara Walkers Strategien, die Frage nach Satire, Humor, wir haben schon darüber gesprochen, auch die Provokation, die Reproduktion von rassistischen Darstellungen, darüber haben wir auch schon gesprochen, inwieweit das Strategien sind, die wir als Künstlerinnen, aber auch vielleicht als KuratorInnen für unsere Praxis übernehmen oder was machen diese Strategien im deutschen Kontext? Und das sind so Fragen, die ich mir so voll viel stelle in meiner eigenen Arbeit. Und wir haben ja auch so als Witz angefragt, so wer ist dann die deutsche Kara Walker oder so, ne? Und das ist irgendwie nochmal so eine Frage. Ja, oder wie müsste Roberto Blanco. Oh, um Gottes Willen. Okay. Nein, aber was wären die Themen? Ich meine, vielleicht wäre das einfach ein anderes Thema. Vielleicht wäre Kara Walker in Deutschland ein anderes Thema, eine andere Auseinandersetzung. Das finde ich schon eine interessante, so eine hypothetische Frage.
ja, oder nicht wer jetzt, aber vielleicht wer das, was diese Person machen müsste oder was auch die Themen wären, die jetzt vielleicht irgendwie auf eine vergleichbare Art und Weise in Deutschland so eine Debatte lostreten würden, wie das Kara Walker in den USA tut. Oder brauchen wir das auch überhaupt? Oder so, ne? Genau, das wäre die nächste Frage, brauchen wir das? Also das geht jetzt, ne, das ist immer so eine in den Raum gestellte Frage, auf die ich jetzt keine Antwort erwarte. Aber trotzdem mal in die Runde gucke. Also ruhig. Wir können ja darüber abstimmen. Nein, aber es ist doch, also vielleicht ist doch auch ein guter Punkt zu sagen, hey, nächsten Montag wieder, ne? Ja. Wir machen das jetzt als Reihe für die Schirren. Genau, über alle Themen, das finde ich doch auch gut. Jede Ausstellung. Ja, das wäre es doch eigentlich. Einmal reingucken. Das wäre es eigentlich. Das wäre eigentlich wirklich so eine Das wäre cool, Kontinuität. Ja. Wer weiß, wie es war. Vielleicht kommt es ja gut an.